4 Jahre bis zum Starship-Mars-Flug, Treibstofffabriken auf dem Mars und den Monden des Jupiters und in 20 Minuten Point-to-Point mit dem Starship nach Australien. Elon Musk hat ein Interview gegeben. Die NASA bereitet sich auf Regierungsshutdown vor. Die Modefirma Prada hilft Axiom beim Mondanzug. China radiert Russland aus dem Mondplan. Japan entwickelt wiederverwendbare H3-Nachfolger. Und heiße Kandidaten für die erste kommerzielle Mondlandung in den nächsten Monaten. Ja, und Amazon, die starten ihre ersten beiden Kuiper-Testsatelliten, um Starlink Konkurrenz zu machen. Das und noch viel mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. In China wurde am Donnerstag, 5. Oktober, mit einer Langmarsch 2D ein weiterer militärischer Yaogan-Erdbeobachtungssatellit gestartet. SpaceX hat auch am 5. Oktober eine weitere Ladung Starlink-Internet-Satelliten gestartet. Es war der 70. Start für SpaceX in diesem Jahr. Gestartet wurden die neuen V2 Minis und die 8. Landung des Boosters B1076 war auch erfolgreich. Und das nach nur 26 Tagen nach seinem letzten Flug. Am Freitag, den 6. Oktober, hat Virgin Galactic sein suborbitales Spaceship Two erneut gestartet. Neben den beiden Piloten und einer Kabinenperson waren 3 zahlende Passagiere an Bord. Auch am Freitag, den 6. Oktober, hat ULA für Amazon die ersten beiden Kuiper-Internetsatelliten gestartet, oder besser die ersten Prototypen. Als kleiner Anhaltspunkt, SpaceX hat seine ersten beiden Testsatelliten für Starlink im Februar 2018 gestartet. Mittlerweile ist Starlink mit weit über 5000 gestarteten Starlink-Satelliten der mit Abstand größte Satellitenbetreiber. Es kann also bei Amazon, sobald die Raketen bereitstehen, recht schnell gehen. Das spanische Raketenstartup PLD Space hat seine suborbitale Miura 1 am Sonntagmorgen erfolgreich gestartet. War leider nach Redaktionsschluss. Nächste Woche erfahrt ihr mehr. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte der Start einer Vega-Rakete aus Koh in Französisch-Guyana erfolgt sein. An Bord ein von Airbus gebauter Erdbeobachtungssatellit für Thailand. Auf der geplanten Umlaufbahn soll THEOS 2 Thailand täglich überfliegen. Mit an Bord der Rakete außerdem ein Satellit aus Taiwan zur Beobachtung von Meerwasser-Atmosphäreninteraktion und kleinere CubeSats als Rideshare. Ja, gestartet mit der alten Vega. Die Vega C ist ja leider noch nicht wieder startbereit und das bringt uns zum nächsten Thema, Vega C. Die Untersuchungen des fehlgeschlagenen Vega-C-Stufentests sind abgeschlossen. Während eines statischen Zündungstests eines Zefiro 40 Motors am 28. Juni kam es ja zu einem Ausfall des Triebwerks. Ja, die Eigenschaften und Geometrie der neuen Kohlenstoff-Kohlenstoff-Auskleidung des Triebwerkshalses, die hatte benachbarte Teile beschädigt. Der Test sollte eigentlich die Leistung des neuen Düsenhalseinsatzes bestätigen, der nach dem Fehlstart im Dezember 2022 ausgewählt wurde. Nun wird die Düse überarbeitet und danach sollen 2 weitere Feuertests erfolgen, bevor die Vega C dann wieder startet. Die Wiederaufnahme des Starts des Vega C Flugbetriebs ist für Ende 2024 vorgesehen. Skurrile Nachricht, hat aber doch etwas mit Raumfahrt zu tun. Der NASA-Administrator Bill Nelson bereitet seine Agentur auf den drohenden Regierungsshutdown in den USA vor. Er sagte diese Woche, die NASA werde all die Leute auch im Shutdown weiter beschäftigen, um Leben und Eigentum zu schützen, aber auch operative Missionen wie Satelliten, Lander und Rover, sowie natürlich die internationale Raumstation und ihre Besatzung. Die japanische Mondlandemission SLIM hat einen ersten Vorbeiflug am Mond erfolgreich abgeschlossen. Am 4. Oktober passierte sie den Mond in nur knapp 5000 Kilometern. Ja, die Raumsonde befindet sich auf einer hochelliptischen Umlaufbahn und die wird sie Ende des Jahres wieder zum Mond führen. Diese Umlaufbahn ermöglicht es, in den Mondorbit einzutreten, ohne dass ein langes Bremsmanöver während des kurzen Vorbeiflugs durchgeführt werden muss, was natürlich Treibstoff spart. Ja, das Hauptziel von SLIM ist die Demonstration einer hochpräzisen, sanften Landung auf dem Mond. Die Sonde ist für einen Mondlander sehr, sehr leicht und hat nur eine Trockenmasse von 200 Kilogramm. Wenn SLIM erfolgreich landet, wird Japan das 5. Land sein, das eine sanfte Landung auf dem Mond durchführt. Im August wurde Indien ja mit seiner Mission Chandrayaan 3 die 4. Nation nach der Sowjetunion, den USA und China, der das gelungen ist. SLIM könnte möglicherweise aber nicht die nächste Mondlandung sein. Das US-Unternehmen Intuitive Machines hat in dieser Woche seinen ersten Mondlander vorgestellt. Der Nova Sealander ist für einen Start Mitte November vom Kennedy Space Center auf einer Falcon 9 geplant. Der Nova Sealander wird eine 5-tägige direkte Reise zum Mond unternehmen und dann in einen Mondorbit eintreten. Es wird versucht, 300 Kilometer vom südlichen Mondpol entfernt zu landen. Eine erfolgreiche Landung würde es zum ersten nicht-staatlichen Raumfahrzeug machen, der so eine Landung geglückt wäre. Auch Astrobotic und dessen Mondlander Peregrine könnten diesen Titel erhalten. Der Peregrine-Lander, der wartet ja noch auf seine Trägerrakete, die neue Vulcan Centaur der United Launch Alliance, auf deren Erstflug der Lander gebucht ist. Am Mond, da geht echt die Post ab, aktuell und auch in Zukunft, #Apollo-Moment.
Ja, die Zeiten seit Apollo, die haben sich dann doch etwas geändert. Das zeigt auch folgende Nachricht. Axiom Space holt sich wahrscheinlich nicht nur Stilberatung von der Modefirma Prada. Wie diese Woche bekannt wurde, wird sich die italienische Luxusmarke an der Entwicklung des Artemis-Raumanzugs beteiligen. Die Partnerschaft mit Prada könnte zukünftig auch auf andere Projekte von Axiom ausgeweitet werden, wie etwa Axioms Plan für eine kommerzielle Raumstation. Im Moment liegt der Fokus aber auf dem Anzug, den Axiom ja für die NASA im Rahmen eines knapp 230 Millionen US-Dollar schweren Artemis-Auftrags entwickelt. Prada sitzt übrigens in Mailand und dort wird nächstes Jahr der Internationale Astronautikkongress stattfinden. Der diesjährige fand in dieser Woche in Baku statt. Ich versuche euch hier ein paar Highlights zusammenzutragen. Elon Musk wurde dort am Dienstag zum Beispiel in Abwesenheit vom IAC der World Space Award verliehen. Am Donnerstag gab es dann zwar auch in Abwesenheit, aber per Live-Schalte ein Interview mit ihm und dem IAF-Präsidenten Clay Morey. Hauptthema war natürlich das Starship. Vorab für alle Starship-Hardcore-Fans gab es wenig Überraschendes, aber für mich war durchaus interessant zu hören, welche Pläne oder Projekte man weiter verfolgt, da sich bei SpaceX ja dann doch schnell Pläne ändern können und ein paar wirkliche Neuigkeiten gab es dann am Ende schließlich doch, auch wenn man sehr genau hinhören musste. Die Zusammenfassung des aktuellen Starship-Interviews mit Elon Musk vom IAC, die gibt's am Ende der News im SpaceX-Blog. Wichtiger jährlicher Termin der International Astronautical Congress. Wichtigstes Raumfahrt-Event im deutschen Sprachraum? Genau, der Space Creator Day. Für den will ich hier nochmal eindrücklich unbezahlte Werbung machen. Der Space Creator Day, das ist ein Event von der Community für die Community. Am 21.10. da treffen wir uns wieder im Technikmuseum in Speyer. Die meisten Tickets, die sind schon weg, aber noch könnt ihr euch anmelden und mit dabei sein. Da könnt ihr mich treffen, aber natürlich auch ein spannendes Rahmenprogramm erleben und tolle Gäste wie Tim Dodd, der FDS-Astronaut erwarten euch, die deutschen Raketen-Startups, ja, und insgesamt bis zu 900 Raumfahrtbegeisterte. Link zum Event, den findet ihr unter dem Video. Ich freue mich auf euch. China hat zum Beispiel ein kleines Update für seine Langermarsch 9 Schwerlastrakete gegeben. Erste Flugtests mit wiederverwendbarer ersten Stufe sollen 2033 erfolgen. Die Basisversion soll 35 Tonnen bis 50 Tonnen auf einen Mondtransfer befördern. Spätere Versionen sollen wie das SpaceX Starship auch in der zweiten Stufe wiederverwendbar werden und 150 Tonnen transportieren können. Die chinesische Raumfahrt plant auch ihre Tiangong-Raumstation in den kommenden Jahren mit neuen Modulen zu erweitern. Auf dem IAC wurden Pläne präsentiert, die Tiangong-Raumstation von aktuell 3 auf 6 Module zu erweitern. Zunächst soll ein multifunktionales Erweiterungsmodul mit 6 Dockingports gestartet werden und ja, dieses soll am vorderen Dockingport des Kernmoduls Tianhe andocken, um Kapazität für diese Erweiterungsmodule zu schaffen. Auch soll es an den jetzt schon bestehenden Modulen Erweiterungen geben. Es soll zum Beispiel Platz für große externe Nutzlasten wie aufblasbare Module geschaffen werden. Ja, aufblasbare Module sollen das nutzbare Volumen der Station vergrößern, darüber hinaus als Technologiedemonstrator für zukünftige Crewbasen auf dem Mond dienen. Damit wären wir bei den chinesischen Mondplänen. Neben einer kurzen Crewmission, die noch vor 2030 auf dem Mond landen soll, plant China auch eine Mondstation. Das Programm hat den Namen International Lunar Research Station, kurz ILRS. Bisher war auf der Roadmap für dieses Vorhaben auch von russischen Staats- und russischer Beteiligung die Rede. Interessanterweise wurde der russische Teil dieses Jahr von den Präsentationsfolien entfernt. Ja, bedeutet dies, dass Russland raus ist? Ja, oder man der Meinung ist, dass Kommunizieren einer Beteiligung Russlands sorge aktuell für schlechte Presse? Who knows? Interessant fand ich dieses Detail trotzdem. Auch die russische Raumfahrt hat über ihre zukünftigen Ambitionen im Weltraum gesprochen. So soll eine neue russische Raumstation ab 2027 im LEO entstehen. Ja, wer die russische Raumfahrt in den letzten Jahren verfolgt hat, weiß um die Herausforderungen, vor denen Roskosmos aktuell steht. Und da die Woche auch bekannt wurde, dass das russische Raumfahrtbudget in den nächsten Jahren von aktuell knapp 2,9 Milliarden Dollar auf 2,6 Milliarden Dollar sinken wird, wäre für mich da so die Frage, wie Roskosmos das schaffen möchte. Ganz anders in Indien, wo die Raumfahrt von der Regierung stark gepusht wird. Indien möchte ein Player in der Raumfahrt werden und in bestimmten Bereichen sogar global wettbewerbsfähig. Potenzial dafür sieht man in der Herstellung von Kleinstsatelliten, kleinen Trägerraketen, Start von Konstellationen für den LEO, Bodenstationsdienste, Erdbeobachtungsdaten und Raumfahrtanwendungen. Um da Geschwindigkeit reinzubekommen, soll die bisher staatlich dominierte Raumfahrt reformiert werden. Die Reformen sollen die Rolle der Privatwirtschaft im Raumfahrtsektor stärken. Private Beteiligungen sollen vereinfacht werden, um so auch globales Kapital anzuziehen. Wie SpaceNews.com schreibt, wurden fast alle Beschränkungen für private Aktivitäten im indischen Raumfahrtsektor aufgehoben. So soll unter anderem der Bau und das Starten von Raketen auch Unternehmen ermöglicht werden. Ebenso wie der Besitz und der Betrieb von Satelliten, die Entwicklung von Dienstleistungen sowie die Erfassung und Verarbeitung von Erdbeobachtungsdaten. Privatisierung der Raumfahrt hat natürlich nicht nur Vorteile.
besonders wenn es keine einheitlichen Regeln gibt. Wie CNBC die Woche berichtet hat, gab es die erste Strafe für ein Privatunternehmen, das seinen Satellit nicht ordnungsgemäß entsorgt hat. Es geht um das Unternehmen Dish Network, das einen geostationären Satelliten nicht wie vereinbart in 300 Kilometer Entfernung des Geos in einem Friedhofsorbit geparkt hat, sondern nur 122 Kilometer entfernt. Die Firma Dish räumte ein, für die nicht ordnungsgemäße Entsorgung des EchoStar 7 Rundfunksatelliten verantwortlich zu sein und erklärte sich zur Zahlung einer Gebühr von $150.000 bereit. Meinung hier von mir: Richtig wehgetan hat die Strafe vermutlich nicht. Perspektivisch sollte hier verhindert werden, dass die Satellitenbetreiber solche geringen Strafen einpreisen, wenn der längere Betrieb eines Satelliten lukrativer ist als seine Entsorgung. Die japanische Weltraumbehörde JAXA plant die Entwicklung einer neuen, großen und wiederverwendbaren Trägerrakete als Kernstück ihrer zukünftigen Raumfahrttransportpläne. Ja, diese Rakete wird in Zusammenarbeit mit Mitsubishi Heavy Industries entwickelt. Das ist auch der Hauptauftragnehmer der japanischen Träger H2 und H3. Der neue Träger soll wiederverwendbar sein, die Nutzerskapazität soll erhöht werden und die Startkosten sollen gesenkt werden. Noch hat man sich nicht auf eine Treibstoffkombination festgelegt. Aktuell verwenden H2 und H3 ja Wasserstoff, aber man untersucht auch die Kombination Methan und Sauerstoff. Die Kosten pro Kilogramm in den niedrigen Erdorbit, die sollen nochmal im Vergleich zu H3 um die Hälfte reduziert werden, und die H3, die wird schon aggressiver vermarktet als jetzt zum Beispiel die Ariane 6. Private Raumfahrtunternehmen und neue Partnerschaften sollen die Raumfahrttransportkapazitäten Japans weiter stärken. Ich hatte letzte Woche ja schon berichtet, dass sich japanische Großinvestoren an Sierra Space beteiligt haben, also die den Dream Chaser bauen. Ich verstehe das Argument, dass Europa nicht Indien oder China ist. Wenn es dann um den Vergleich Japan und Deutschland und Ambitionen im Weltraum geht, wird die Luft meiner Meinung nach dann aber schnell dünn. Warum das so ist und wie sich das künftig hoffentlich ändern lässt, das werde ich am 18. Oktober erfahren. Da veranstaltet der BDI den Weltraumkongress in Berlin. Alles, was in der deutschen Raumfahrt Rang und Namen hat, und alle wichtigen Entscheider aus Politik und Industrie werden dort sein. Ich freue mich, die Formate New Space Newcomer und Deutsch-Französische Liebe im All zu moderieren. Wenn du auch teilnehmen möchtest, für alle Senkrechtstarter Schutzengel habe ich ein kleines Kartenkontingent. Schreib mir einfach eine Mail an info@senkrechtstarter.net, betreff #Weltraumkongress. Achtung, ihr müsst euch vor Mittwoch, dem 11. Oktober anmelden. Danach werden aufgrund der strengen Sicherheitsrichtlinien durch die Teilnahme des Bundeskanzlers keine Anmeldungen mehr zugelassen. Wer aus der Ferne zuschauen mag, mein Kumpel Micha von Astrodrom wird meine Moderation vom Event live übertragen. Link dazu unten in der Beschreibung. Rocket Lab hat ein neues Zentrum für die Entwicklung von Triebwerken eröffnet. Das 13.000 Quadratmeter große Engine Development Center wird für die Produktion der Electron-Rutherford-Triebwerke verwendet. Zukünftig soll hier auch die Entwicklung der größeren Archimedes-Triebwerke für die wiederverwendbare Neutron-Rakete erfolgen. Zuvor war die Anlage der Hauptsitz von Virgin Orbit gewesen, das im April Insolvenz angemeldet hat. Rocket Lab hat diese Woche auch Videos und Bilder einer Testkampagne für Teile der neuen Neutron-Rakete geteilt. Genauer ging es dabei um einen CFK-Oberstufentank. Das US-Raketen-Startup Stoke Space hat in einer Finanzierungsrunde 100 Millionen US-Dollar bekommen. Insgesamt hat Stoke nun 175 Millionen US-Dollar eingesammelt. Ich hatte darüber berichtet, dass Stoke Space gerade einen Meilenstein in der Entwicklung erreicht hat und mit seinem Oberstufendemonstrator Hopper 2 einen kurzen Flug absolvieren konnte. Stoke plant nun, sich auf die Entwicklung der wiederverwendbaren ersten Stufe zu konzentrieren. Wenn alles gut läuft, soll 2025 ein vollständiger Orbitalflugtest durchgeführt werden. Die Nova-Rakete soll einmal vollständig wiederverwendbar sein. Fun Fact, die von Wernher von Braun, ursprünglich für Apollo und später für Mars-Missionen präferierte Rakete, hatte auch den Namen Nova und hätte zwischen 500 und 600 Tonnen in den Leo befördern sollen. Wurde dann aber für ein Spielzeug mit 140 Tonnen Leo-Kapazität, die Saturn V, aufgegeben. Bevor wir zum Elon Musk Interview kommen, das Highlight diese Woche in der Starbase war mit Sicherheit ein neues Transportmittel für SpaceX-Raptoren. Ich halte es zumindest für sehr unwahrscheinlich, dass Tesla plant, einen Vakuumraptor auf einem Anhänger als Kickstarthilfe für einen Cybertruck Drag Racer zu nutzen. Mein Kumpel Eneas stellt dazu scherzhaft fest, dass mit einem Schubgewichtsverhältnis von 49 in 1,2 Sekunden theoretisch 2400 Kilometer pro Stunde möglich sind. Jetzt aber zum Elon Musk Interview vom IAC. Wie immer bei meinen Interview-Zusammenfassungen gibt es keine kritische Einordnung von mir, sondern ich gebe lediglich die wichtigsten Punkte aus dem Interview auf Deutsch wieder. Ja, einen Starttermin für den nächsten Starship-Flug gab es in dem Interview nicht. Schließlich liegt das auch aktuell nicht nur in SpaceX Hand, sondern die Genehmigungen müssen ja vorliegen. Elon Musk bestätigte jedoch nochmal, dass es das gleiche Flugprofil sein wird wie beim ersten voll integrierten Flugtest am 20. April. Also selbst wenn alles gut geht, wird kein vollständiger Orbit erreicht. Mein Video über die Flugbahn, das verlinke ich euch unter dem Video. Ja, sollten die Triebwerke zünden und bei der Stufentrennung nicht alles in die Luft fliegen, sieht Elon Musk eine gute Chance, dass diesmal die geplante Flugbahn erreichen werden. Er wolle aber nicht zu optimistisch wirken, um die Erwartungen
Erwartungen nicht unnötig zu sehr zu steigern. Kritisch sei die neue Stufentrennung unter anderem deshalb, weil die Zweitstufentriebwerke gegen den Booster und die neue Zwischenstufe feuern würden und es noch nicht ganz klar sei, ob diese Zwischenstufe ausreicht. Hauptgrund für diese heiße Stufentrennung, ähnlich zu den russischen und sowjetischen Raketen, sei ein Performancegewinn und das Eliminieren von Teilen. Falcon 9 hat für die Stufentrennung beispielsweise Pusher, die die Stufen aktiv auseinanderdrücken. Kein Starttermin für Flug 2, dafür aber die Ansage, SpaceX wolle in einem Jahr Starlink V3 mit dem Starship befördern. Soweit ich weiß, war es das erste Mal, dass V3 öffentlich erwähnt wurde. Bisher gab es Starlink Version 1 und 2 und da Starship noch nicht zur Verfügung steht, die Interimslösung V2 Mini, die gerade noch in eine Falcon 9 passt und seit diesem Jahr regelmäßig gestartet wird. Kann gut sein, dass V3 jetzt einfach die Bezeichnung für die großen vormals V2-Satz sind und wegen den V2 Minis die Nomenklatur auf V3 gerutscht ist. Aber dazu gibt es noch keine Informationen. Diese Starlink-Starts werden sie bei SpaceX recht bald mit dem Starship machen, auch wenn das System noch nicht wiederverwendbar ist. Wiederverwendung, gutes Stichwort, den Super Heavy Booster will SpaceX sehr bald wieder landen. Geplant sei das auch für 2024. Dies könne man laut Elon Musk ziemlich sicher auch zeitig hinbekommen, weil man eben über sehr viel Erfahrung verfügt mit der Wiederlandung der Falcon Booster. Außerdem sei es einfacher, weil der Booster potenziell auch schweben könne, obwohl das nicht sehr effizient sei, wie Elon Musk dann noch ergänzte. Die Starship-Oberstufe wiederzubekommen, das werde länger dauern, aber auch das sehe Elon Musk Ende des Jahres 2024. Ein wenig technischer wurde es beim Schub. So spricht Elon Musk von einem Schubgewichtsverhältnis von 1,3 bis 1,4. Aktuell wäre es mit 7.300 Tonnen Schub mehr als das Doppelte der Saturn-V-Mondrakete. Und sie arbeiten an einer 9.000 Tonnen Schubvariante, was dem Dreifachen der Saturn V entspricht. Weiteres interessantes Detail, die Treibstoffmasse verteilt sich aktuell mit dem Faktor 3:1 zwischen dem Super Heavy Booster und der Starship Oberstufe. Perspektivisch wollten sie aber auf 2:1 gehen. Also ein noch größerer Teil des Delta V soll dann durch das Starship bereitgestellt werden. Als Konsequenz werde der Boosterflug mit 100 Sekunden extrem kurz werden. Mit dem Wiedereintritt und Landung wäre der Booster dann vielleicht 5 Minuten unterwegs, was laut Elon Musk sehr wild aussehen wird. Auch wild aussehen wird die Landung. Es ist laut Elon Musk weiter der Plan, sowohl Booster als auch Ship mit den Chopsticks von Mechazilla zu fangen. Ob es funktioniert, das müsse sich zeigen. Technisch möglich sei es jedenfalls. Wenn du das Konzept vom Start- und Fangturm Mechazilla noch nicht kennst, unter dem Video findest du ein Video von mir, das das erklärt. Fun Fact, Elon Musk sagt, er sei auf den Namen Chopsticks gekommen, als er Godzilla vs. Kong gesehen habe. Ja, ein weiterer Vorteil gegenüber einem Kran sei, dass man durch das Integrieren mit den Chopsticks nicht so wetterabhängig sei. Denn diese funktionieren auch bei moderatem Wind. Das bringt uns zu den Startanlagen. Es gäbe die Startanlage in Boca Chica, Texas, die Elon Musk auch empfiehlt zu besuchen. Man könne da einfach ran und man bräuchte keine Genehmigung. Und sie bauen aktuell auch in Florida in direkter Nachbarschaft zu Pad 39A, wo Falcon Heavy und Dragon starten, eine Startrampe. Auch interessant, dass Elon Musk sagte, es wird noch eine weitere Startrampe in Florida hinzukommen, die aber komplett auf einer grünen Wiese entstehen wird. Ja, Wiederverwendung, das ist ja das Thema bei SpaceX. Bei den Falcon-Boostern, da sind sie bei einigen Tagen angelangt, was die Wiederflugfähigkeit angeht. Beim Starship soll es nochmal dramatisch schneller gehen. Bei Falcon seien sie auch bei 1600 Tonnen Nutzlast in diesem Jahr, während der Rest der Welt, hauptsächlich China, auf insgesamt gerade mal 400 Tonnen komme. Falcon solle nächstes Jahr dann nochmal mehr fliegen und 40-50% mehr Nutzlast befördern als in diesem Jahr. Das ist schon absurd. Doch das sind alles Peanuts. Für das Endziel von SpaceX, eine sich selbst versorgende Stadt auf dem Mars, braucht es laut Elon Musk die Größenordnung von etwa 1 Million Tonnen auf dem Mars. Um das zu realisieren, benötigt man dann etwa 5 Millionen Tonnen im niedrigen Erdorbit, damit dann 1 Million Tonnen beim Mars ankommen. Elon Musk ist fest davon überzeugt, dass entweder diese Größenordnung an Masse zum Mars kommt oder die Menschheit werde es nie dauerhaft von der Erde wegschaffen. Zeitnah soll das Starship auf 1000 Starts pro Jahr kommen, was 150.000 Tonnen in den LEO entspricht. 1 Million Tonnen pro Jahr soll aber das Ziel sein, um innerhalb von 5 Jahren 1 Million Tonnen zum Mars schicken zu können. Aber das liegt doch dann in der Zukunft. Ich werfe hier als Vergleichsgröße mal ein, dass der Frankfurter Flughafen ein reines Frachtvolumen oder ein Frachtaufkommen pro Jahr von 2 Millionen Tonnen hat. Und Flugverkehr ist das richtige Stichwort, denn auch über Pläne von Starship Punkt-zu-Punkt-Flügen auf der Erde wurde gesprochen. Elon Musk sagte, sie hielten es durchaus für wettbewerbsfähig, wenn das Starship einmal verlässlich funktioniert.
Ja, die Flugzeiten mit dem Starship liegen auf Langstreckenflügen im Bereich von 20 bis 30 Minuten. Man könne also theoretisch zum Frühstück nach Australien fliegen, zum Mittag in London essen und zum Abendessen dann wieder in LA sein. Es brauche weder Piloten noch Toiletten auf diesen Flügen und auch keine Nahrung oder Getränke. Ja, und die Rakete könne diese Reise halt mehrmals am Tag durchführen und jedes Mal Geld verdienen, wenn ein Flugzeug erst einmal 14 Stunden in der Luft ist. Elon Musk hält es für möglich, dass man einen Starship im gleichen Zeitraum 10-mal so oft nutzen kann wie ein Langstreckenflugzeug. Die Ultra-Langstrecke sei dann aber ein Flug zum Mars. Auf die Frage, wann es denn so weit sei mit dem ersten Starship-Flug zum Mars, nannte Elon Musk den Zeithorizont 3 bis 4 Jahre für einen Flug zum Mars ohne Crew. Er betonte aber, das Starship werde ein Transportsystem für unser gesamtes Sonnensystem werden. Ein Starship-System, das grundsätzlich ins All fliegen und auf der Erde landen kann, sei relativ einfach auch für Landungen auf dem Mond geeignet, obwohl es hier einige besondere Herausforderungen gäbe, wie zum Beispiel den Mondstau. Ab dem Zeitpunkt, wenn es auf dem Mars ein Treibstoffdepot oder eine Treibstoffraffinerie geben wird, sind für Elon Musk auch Flüge in den Asteroidengürtel oder zu den Jupitermonden denkbar. Wenn es auch dort dann Treibstoffraffinerien geben werde, seien auch Flüge zu Saturn oder in die Oortsche Wolke machbar. Damit es Flüge von Starship über den niedrigen Erdorbit hinaus gebe, brauche es ein Treibstoffdepot im LEO. Das werden sie mit Starships dann betanken, wobei das Docking deutlich einfacher sei als das, was sie bei der ISS machen würden, was aber SpaceX ja auch schon heute regelmäßig durchführe. Perspektivisch werde es tankeroptimierte Starship-Varianten geben, wenngleich man die eigentlich nicht zwangsläufig brauche. Es werde die Sache jedoch effizienter machen, wenn man die Tanks vergrößere und den Nutzlastbereich verkleinere. Apropos Nutzlast, Elon Musk kann sich vorstellen, dass es einen Tesla Cybertruck auf dem Mond geben wird. Schließlich brauchen Elektroautos keinen Sauerstoff. Menschen wiederum, die brauchen den zwingend. Elon Musk bestätigte in dem Interview, dass sie die SpaceX-Druckanzüge zu vollwertigen Raumanzügen weiterentwickeln wollen. Aktuell arbeite man an einer Variante, die noch kein eigenes Lebenserhaltungssystem habe, sondern durch eine Leine versorgt werde. Aber auch das werde kommen. Stichwort Polaris-Programm. Auf die Frage, wann der erste International Astronautical Congress im All ausgetragen wird, antwortete Elon Musk in 10 Jahren. Ja, da würde ich dann auch gerne mit teilnehmen. In der Community gab es viele enttäuschte Stimmen nach dem Interview. Eigentlich kann ich das verstehen, denn viel Neues war für uns Hardcore-Fans wirklich nicht dabei. Vielleicht trösten wir uns mit dem Gedanken, dass das Starship-Programm vielleicht ruhiger wird, gerade weil man auf dem richtigen Weg ist. Was meinst denn du? Was war das Spannendste, was Elon Musk gesagt hat und von welcher Aussage sind wir deiner Meinung nach viel weiter entfernt als in dem Interview vermittelt? Schreib mir und den anderen doch gerne unter dem Video. War eine sehr aufregende Woche, daher die kommenden Starts nur im Schnelldurchgang. Montag jeweils ein Starlink-Start von Cape Canaveral und der Vandenberg Space Force Base und dann heiß erwartet, hoffentlich am Donnerstag mit einer Falcon Heavy vom PET 39A, die NASA-Asteroidenmission Psyche. Gute Uhrzeit, 16:16 Uhr. Also unserer Zeit. Ich würde sagen, da machen wir einen Livestream draus, oder? Kommt gern vorbei. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. #Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.